Please stay standing for the reading of our sermon text. Bitte bleibt stehen für die Lesung unseres Predigttextes. Our text this morning comes from 1 Thessalonians chapter 4, verses 9 through 12. Und er kommt aus dem 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 9 bis 12. Paul, writing to the church in Thessalonica, writes the following. Now, concerning brotherly love, you have no need for anyone to write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another. For that indeed is what you are doing to all the brothers throughout Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more, and to aspire to live quietly and to mind your own affairs, and to work with your hands as we instructed you, so that you may walk properly before outsiders and be dependent upon no one. Von der brüderlichen Liebe aber brauchen wir euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch gegenüber allen Brüdern in ganz Mazedonien. Wir ermahnen euch aber, Brüder, dass ihr darin weiterhin Fortschritt macht und eure Ehre darin setzt, ein ruhiges Leben zu führen, eure Angelegenheiten zu erledigen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, wie wir euch geboten haben. Let's pray. Lasst uns beten. Father, may any truth which is spoken in this sermon enter our minds. Herr, möge jede Wahrheit, die in dieser Predigt gesprochen wird, in unsere Gedanken eingehen. And then our hearts. Und dann in unsere Herzen. And then come out through the works of our hands. Und möge dann das wirken in unseren Herzen und dann durch unsere Hände hinausgehen. We pray in Jesus' name. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. You may be seated. Ihr könnt euch setzen. There's a great quote from, and by the way, I was supposed to announce and forgot that the Kindergottesdienst is during the sermon, and children from the ages from 0 to 6 are welcome to go there and enjoy that time. Also was ich vergessen habe, ist, dass jetzt auch Kindergottesdienst ist, parallel gleichzeitig, und es ist für Kindern von 0 bis 6 eben erlaubt ist, rüberzugehen in den Kindergottesdienstraum. There's a quote from the 17th century Quaker William Penn that I like very much. Es gibt da ein Zitat von einem Quäker namens William Penn aus dem 17. Jahrhundert. He said, "They have a right to censure that have a heart to help." Sie haben das Recht zu kritisieren und sie haben ein Herz, um zu helfen. Or to say it in the negative form. Oder kann man es auch negativ ausdrücken? Unless you're willing to help come up with a solution, then keep your criticism to yourself. Bevor du nicht gewillt bist zu helfen oder mit einer Lösung vorbeikommst, dann lass mal deine Kritik bei dir. And this is good advice for all of us. Und das ist ein guter Rat für alle von uns. And it's really caused me to think about the last 2 sermons here in the Nick. Und das ist das, was mich auch beschäftigt hat, wo ich darüber nachgedacht habe und worüber wir gesprochen haben in den letzten 2 Predigten hier in der Nick. I think the last 2 sermons were necessary. Und ich glaube, dass die letzten 2 Predigten notwendig waren. It's at least what I needed to hear myself. Das ist das, was ich zumindest denke und ich denke, dass es ein Bedürfnis war. But I hear that, I fear that if I only criticize, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn ich nur kritisiere and don't offer any solutions, aber keine Lösungen bringe, then I haven't really helped us very much. Dann habe ich uns nicht wirklich geholfen. So in the last 2 weeks, we've heard that we shouldn't be deists. So in den letzten 2 Wochen haben wir gehört, dass wir nicht Gottesgläubige sein sollen oder Deisten sein sollen. Mm-hmm. We've heard that we shouldn't divide over non-essentials like the COVID vaccine. Und wir sollten uns nicht selbst aufteilen in so eigentlich Unwichtiges wie diese Covid-Impfungen. That's all true. Das ist alles wahr. But then what should we do? Aber was sollen wir denn dann tun? How do we get through times like this with joy and peace? Wie kommen wir durch solche Zeiten mit Friede und Freude? As we said last week, these times have sort of squeezed us like sponges. Das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, dass es uns wie ein Schwamm ausringt. And we see a lot of ugly things coming out of our hearts. Und wir sehen einige unschöne Dinge, die es dann aus unserem Herzen herausdrückt. Anger,
der Zorn, accusation, Anschuldigungen, depression, Depression, fear. Angst. And we know it's not good, Und wir wissen, das ist nicht gut. but what do we do against it? Aber was tun wir dagegen? That's the question. Das ist die Frage. So I've done the criticism. So, ich habe die Kritik geübt Now it's time to offer help, und jetzt ist es an der Zeit, die Hilfe bereitzustellen. a solution. Eine Lösung. And so that's what I want to do in this, the last COVID sermon for a long time, I promise. Und so, glaubt mir, das wird also jetzt die letzte, in Anführungsstrichen, Covid-Predigt sein. Ich verspreche es. I want to leave this theme with hope Denn ich möchte dieses Thema mit Hoffnung beenden. and a sense of purpose. Und ich möchte dem Ganzen einen Zweck geben. Not only because I want that for me and I want that for you, Nicht nur, weil ich das will für mich und für euch, but also because we have a rare opportunity to show the world a joy that only comes from God. weil wir hier jetzt die seltene oder diese Gelegenheit haben, der Welt zu zeigen, woher die Freude kommt. Or as Paul once called it, a peace that passes understanding. Oder wie Paulus es einst genannt hat, ein Friede, der das Verständnis übersteigt. That's what the world should see in us, Das ist das, was die Welt in uns sehen sollte. in this pandemic. In dieser Pandemie. Peace. Frieden. And just not even know where it comes from. Like, where does that come from? Und man weiß nicht, wo es herkommt. Woher kommt es denn? How can you be so calm? Wie kannst du denn so ruhig bleiben? Why are you happy when the world is burning around us? Warum bist du sogar glücklich, wenn die Welt um uns herum brennt? You got Corona, Wir haben Corona, Russia and Ukraine, Russland und Ukraine, climate change. Klimawandel. We got a new shipment of oil this past week. Letzte Woche haben wir eine Lieferung Heizöl bekommen. And as our oil guy was leaving the house, I asked him, "Hey, how you doing during this times like this?" Und als der Öllieferant dann gehen wollte, da habe ich ihn noch gefragt, hey, wie kommst du klar in Zeiten wie diesen? And his face just dropped. It was depressing. Und er war deprimiert und sein Gesicht, also sein Kiefer hing runter, sein Gesicht hatte voll die Depression. He himself was fine. He was healthy. Er selber ist gesund und es geht ihm gut. But you could sense that he was carrying the weight of the world on his shoulders. Weil du konntest es erkennen, er trägt die Last der Welt auf seinen Schultern. And I think all of us in a way are carrying the weight of the world on our shoulders these days. Und ich denke, irgendwie tragen wir alle in dieser Zeit die Last der Welt auf unseren Schultern. And that gets to the heart of the problem, I think. Und da kommen wir doch an den Kern des Problems. The root of so much of our stress is something that I call the God complex. Die Wurzel von dem vielen Stress, den wir haben heutzutage, kommt von dem, was ich nenne, den Gottkomplex. It's a cause of so much anxiety, so much depression and fear. Und das verursacht so viel Angst und Zorn und Depression. We feel that we have to be God, Wir fühlen, dass wir Gott sein müssten. but we can't be. Aber das können wir nicht. We've been asked to carry a burden that is far too big for us to carry. Wir werden nachgefragt, dass wir eine Last tragen, die viel zu groß ist für uns, um zu tragen. We're overwhelmed every day by the news and by social media. Und wir sind überwältigt jeden Tag von den Nachrichten und von dem Social Media. Burdens are put on us that we can't do anything about. Diese Last, die wir auf uns nehmen oder die auf uns zukommt, was können wir denn damit tun? Wouldn't that drive anyone crazy? Würde das nicht alle verrückt machen? To know so many problems that you can't solve? Dass es so viele Probleme gibt, aber du kannst sie einfach nicht lösen? You know, God gave us emotions. Nun, wie ihr wisst, Gott hat uns die Emotionen gegeben. And He gave us emotions as catalysts. Und er hat sie uns als Katalysator gegeben. That is something that should move us to do something. Etwas, das uns dazu bewegt, etwas zu tun. In other words, for example, when you feel the awe of God, In anderen Worten, wenn ihr die Ehrfurcht Gottes spürt, that's not something you were meant to just bottle up inside. das ist nicht etwas, was ihr dann irgendwie für euch innerlich verschließen sollt. It's meant to move you to worship. Nein, es bedeutet, dass es euch dazu antreibt, etwas zu tun, euch anzubeten. Or think of fear. Oder denkt an die Angst. Fear is meant to move us to fight or flight. Die Angst ist dazu da, dass sie uns die Bewegung gibt, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Now, of course, some sinful fear can be crippling and destructive. Natürlich, diese sündige Angst kann sehr durchdringend und zerstörerisch sein. But when rightly used, fear is a gift. Aber wenn du es richtig anwendest, dann kann auch Angst ein Geschenk sein. It can save your life. Und es kann dein Leben retten. Or love. Think about love. Oder denk mal an Liebe. Love it moves us to action.
Die Liebe treibt uns doch an, dass wir etwas tun. Young love just wants to bottle up the feeling. They want it for themselves. So diese junge Liebe, sie möchte das verinnerlichen und sie möchte es nur für sich behalten. It's selfish. Es ist selbstsüchtig. It's about me and how that person makes me feel. Und es geht um mich und wie die Person mich jetzt fühlen lässt. But that's not why God created love. Aber das ist nicht, warum Gott das erfunden hat. He created love to move us. It's a catalyst to move us to serve. Nein, er hat es uns gegeben, dass es uns antreibt, dass wir katalysieren, dass wir anderen helfen. Just to love my husband, to serve my wife. Dass ich meinen Ehepartner liebe, dass ich meinen Partner liebe und meine Kinder. So to sacrifice for my neighbor, even my enemy. Dass ich auch Opfer gebe, auch für meinen Nachbarn und meinen Feind. And I'm explaining this to you for an important reason. Und das erkläre ich euch aus einem sehr wichtigen Grund. Because explains one reason why people are losing their minds during the pandemic. Das ist nämlich, warum viele Menschen in dieser Pandemie ihre Gedanken so verlieren. Why depression and fear and suicide are rising. Warum die Depression, die Angst und auch Selbstmord ansteigen in diesen Tagen. Because emotions require an outlet. Weil Emotionen einen Ausweg suchen. They're catalyst to action. Sie sind Katalysatoren zu einer Aktion hin. But the problem is we're confronted with issues that are so big we can't do anything about them. Aber es ist doch so, dass diese Probleme viel zu groß sind, als dass wir überhaupt etwas darüber tun können. So let's take empathy for example. So nehmt mal die Empathie zum Beispiel. God created empathy in our hearts. Gott hat die Empathie in unseren Herzen erschaffen. So that we're moved to heal something that's broken. So dass es uns bewegt, dass wir etwas reparieren, das zerbrochen ist. That's the point of empathy. Das ist der Punkt der Empathie. It's not just a feeling like, oh, I really feel bad for that person. Es ist nicht nur dieses Gefühl, oh, dieser Person geht's wirklich schlecht. It is that. Es ist so. But it should move us to try and fix the problem. Aber es sollte uns dazu bewegen, dass wir es wenigstens versuchen, es wieder zu reparieren, zu lösen. And yet we're bombarded every day with problems that are too big for us to fix. Und so passiert es, dass jeden Tag wir bombardiert werden mit Problemen, die viel zu groß sind, dass wir sie überhaupt lösen könnten. We have all this empathy, all this pain, all this concern. Wir haben die ganze Empathie, den Schmerz und wir versuchen es. But there's nothing we can do about it. Aber wir können nicht wirklich was tun, lösen. It's no wonder we feel so stressed and anxious. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass wir so gestresst sind und uns auch verängstigt fühlen. You know, in the old days, Ihr wisst ja, in den alten Tagen, people mostly got their information from like one local newspaper. Da haben die Menschen doch meistens nur die lokalen Nachrichten von einer Zeitung bekommen. And you may get a couple stories from around the world if you read the newspaper. Und dann mag es ja sein, dass man dann einige Geschichten um den Erdenball herum mitbekommt. But the most important news, let's say back in the 1800s, was from your own little dorf, from your little town, your state, your city, I mean. Aber gehen wir wirklich weit zurück und so waren die meisten Nachrichten, die man bekommen hat, zum Beispiel im 18. Jahrhundert, in deiner Straße, in deinem Dorf, vielleicht noch in der Stadt. You know, Jerry asked Sally to marry him and she said no. Habt ihr gehört, Jerry hat Sally gefragt, ob sie ihn heiraten möge und sie hat Nein gesagt. It's like, what? That's the big news. Das ist doch, das sind die großen Nachrichten. One of Mrs. Schmidt's cows broke a leg and now we have to put him down. Oder Mrs. Schmitz, ihre Kuh, hat sich das Bein gebrochen und jetzt muss man sie töten. You know, the problems were small enough for us actually to do something about it. So, die Probleme waren eigentlich klein und man konnte natürlich dann was tun. You could go visit Mrs. Schmidt and help her bury old Bess. Man konnte zur Mrs. Schmidt gehen und helfen, die Kuh zu beerdigen. Or you could put your arm around, Gerald and say, hey man, there's more fish in the sea. You could say something. Er könnte zu Jerry gehen und sagen, hey Jerry, andere Mütter haben auch noch schöne Töchter. You know, or to say it that way. But the problems were small enough you could do something. So, die Probleme waren eigentlich klein genug, sodass man darüber was tun konnte. And then we all got radios in our houses. Und dann gab es plötzlich Radios. We could hear stories from far away. Und man konnte Geschichten von fern. And then we got TVs. Und dann kam das Fernsehen. And now we could actually see the suffering of the world. Und jetzt kann man den Schmerz auch noch sehen. And then Steve Jobs invented this little device. Und dann hat Steve Jobs dieses kleine Gerät erschaffen. Which I call the Gotesmaschine. Und ich nenne es die
die Gotesmaschine. with a small g, of course. It's not God. Aber es ist ein kleines G, es ist natürlich nicht Gott. But it is an attempt at omniscience. Aber es ist ein Versuch der Allwissenheit. With this little device, or internet in general, we know way more than we should know. Mit diesem kleinen Gerät, oder wenn wir dann ins Internet kommen, dann wissen wir viel mehr, als wir eigentlich wissen sollten. We know every suffering, Wir kennen oder uns wird jedes Leid auf der Welt bewusst. every earthquake, Jedes Erdbeben, every corona death down to the number, jeder einzelne Corona-Tote, every child who disappears, jedes Kind, das verschwunden ist every divorce of the rich and famous. und jede Scheidung bei den Reichen und Schönen. And it's just too much to bear. Und es ist einfach viel zu viel, dass wir es ertragen könnten. These problems, these pains, they create in us empathy. Diese Probleme, diese Schmerzen, sie erschaffen in uns die Empathie. It's right, Und das ist gut so. but we can't do anything about it. Aber wir können nichts darüber tun, wir können es nicht lösen. It's too far away. Es ist zu weit weg. Now on social media, I read about a friend whose child my friend of a friend who's got a child dying of leukemia, and it breaks my heart. Und so lese ich dann in Facebook, in Social Media, da gibt es einen Freund von einem Freund, der hat ein Kind und dieses Kind hat Leukämie. It breaks our heart, but there's nothing we can do about it. Und es bricht unsere Herzen, aber ich kann nichts machen. And that's one of 100 stories we hear in a day on media and social media. Und das ist eine von Hunderten von Geschichten, die wir jeden Tag in der Social Media hören. It's unbearable. Und das ist einfach unerträglich. You can't bear that much pain. Man kann so viel Schmerz nicht ertragen. So what do? So, was machen wir jetzt? Well, there's 3 common ways of dealing with it. So, es gibt 3 mögliche Szenarien, wo wir helfen können. You listen to these and tell me which one is yours. Und ihr hört zu und ihr sagt mir dann, welches eures ist. The first is to harden your heart. Das erste ist, ihr lasst euer Herz verhärten. Just don't even let it affect you. Lasst es euch nicht mal irgendwie nahe kommen. 20 children die in a school fire. Flip. 20 Tote in einem Brand in einem Schulgebäude. Zack. It's too much, so I have to harden my heart to it. Zu viel, das ist zu hart, das ist zu schlimm, das kann ich nicht. Mein Herz lehnt es ab. Second, we lock it inside. Das zweite ist, wir fressen es in uns rein. And we implode from the pressure. Und dann implodieren wir durch diesen Druck. And that's where problems like despair and depression and fear come from. Und das ist es, wo die Verzweiflung, die Depression und auch die Angst herrühren. Or third, we explode. Oder drittens, wir explodieren. And that's where anger and rioting and accusations come from. Und da kommt dann der Zorn und der Aufruhr und die Beschuldigungen kommen dann an den Tag. Harden, implode, explode. Das Herz verhärten, implodieren oder explodieren. And that's what we're seeing all around us every day, isn't it? I Und mean, das sehen wir doch jeden Tag um uns herum, oder nicht? because we are burdened with a mountain of suffering. Weil wir belastet sind mit einem Berg von Schmerz. We can't do anything about Und wir können nichts daran tun. it, or very little. Oder nur ganz gering. Yeah, Corona, Wie bei Corona. China, China, North Korea, Nordkorea, climate change, Klimawandel, inflation. Inflation. You're not God. Ihr seid nicht Gott. You can't bear all those burdens. Ihr könnt alle diese Lasten nicht tragen. One of my favorite poets is a woman named Sylvia Plath. Eine meiner beliebtesten Poeten ist eine Frau namens Sylvia Plath. And she once said this: Sie hat einmal das gesagt. frustrated? Yes. Why? Because it is impossible for me to be God. Frustriert? Ja. Warum? Weil es für mich unmöglich ist, Gott zu sein. She was onto something. Sie wusste was. She understood the problem we're facing today. Sie verstand die Probleme, denen wir heute gegenüberstehen. Unfortunately, she had no solution to the problem. Unglücklicherweise hatte sie auch keine Lösung für das Problem. She had no God to whom she could give the control over to. Sie hatte keinen Gott, dem sie das Ganze übergeben konnte. So, at the end of the day, she took hold of the only last thing she had control of. So, am Ende des Tages hat sie das Einzige, was ihr unter Kontrolle war, hat sie als Ausweg gesehen. And she killed herself by asphyxiation by sticking her head in a gas oven when she was 31 years old with 2 little children. Und sie hatte 2 Kinder und sie hat in ihrem Alter von 31 Jahren ihren Kopf dann in den Gasherd gesteckt und ist dann an der Einatmung des Gases gestorben. It's tragic. Das ist eine Tragödie. But Sylvia Plath's words are prophetic for our time. Aber die Worte von Sylvia Plath, die sind irgendwie prophetisch für unsere heutige Zeit. It's impossible for me to be God. Es ist unmöglich für mich, Gott zu sein.
We have to give up control to God. Wir müssen die Kontrolle Gott übergeben. And here's the point of the sermon. Und jetzt kommt es hier auf den Punkt der Predigt. When we give up control of the universe to God, Wenn wir die Kontrolle des Universums an Gott übergeben, that frees us to focus our attention here where we can actually do something about the brokenness. das befreit doch dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit für die Probleme hier nehmen können, die wir auch tun können. Here in our little gardens. Hier in unserem kleinen Garten. See, this is the beauty of Paul's words to the Thessalonians. Und seht ihr, das ist ja das Wunderbare an den Worten von Paulus an die Thessalonicher. Okay, a similar time in some ways, Okay, eine unterschiedliche Zeit, ja, but similar in some ways. also similar, sorry, es sind ähnliche Zeiten wie heute. There's a time of chaos and persecution, Es gab genau das Chaos, es gab die Verfolgung, fear, uncertainty. Angst, Unsicherheit. Listen to what he says to the church. Und hört zu, was er der Kirche damals sagte. Brothers, we urge you, then verse 11, to aspire to live quietly and to mind your own affairs and to work with your hands as we instructed you. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. I love that. Ich liebe das. Mind your own business. Geh deinen eigenen Angelegenheiten nach, What you can change. was du verändern kannst. Your garden. Dein Garten. This is so needed in the church right now. Und das wird so gebraucht in der Kirche heutzutage. Take a deep breath. Nimm einen tiefen Atemzug. You're not God. Du bist nicht Gott. No one has asked you to fix the problems of the world. Keiner hat dich aufgerufen, die Probleme der Welt zu lösen. No one has asked you to fix the problem between Russia and Ukraine. Keiner hat dich dazu aufgefordert, die Probleme zwischen Russland und der Ukraine zu lösen. Why are you bearing the burden? Warum trägst du diese Last? There are people responsible for that, Natürlich gibt es Menschen, die dafür verantwortlich sind, but it's not me. aber es bin nicht ich. It's not you, I don't think. Und I es know ist most auch nicht du people. und du, ich glaube es zumindest nicht. My garden is much smaller than that. Mein Garten ist viel kleiner als das. God has not asked you to be the vaccine police. Gott hat nicht dich aufgerufen dazu, dass du die Impfpolizei bist. God has not asked you to reduce the carbon emissions in China. Und Gott hat dich auch nicht dazu aufgerufen, den Kohlenstoffausstoß in China zu reglementieren. What he has asked you to do Aber was er dich aufgerufen hat, is to be here, dass du hier bist, to serve him in your garden. dass du ihm dienst in deinem Garten. And this is where real joy comes from. Und das ist es, wo die wahre Freude herrührt. Because part of the problem Weil ein Teil des Problems, is, as we said, when the problems are so big that I can't do anything about it, dass wenn die Probleme so groß sind, so überwältigend, dass ich gar nichts mehr daran tun kann, we begin to think, what can I do? dann fange ich an zu denken, was kann ich tun? I mean, whatever I do is a drop in the ocean of suffering. All das, was ich tun kann, ist doch nur ein Tropfen in dem Ozean des Schmerzes. So we just sit on our couch and complain. So verbleiben wir, sitzen auf der Couch und beschweren uns. But when you can give the burden of world history over to God, Aber wenn ihr die Last der ganzen Geschichte der Welt Gott übergeben könnt and the pandemic, und die Pandemie, you're freed to let it go and focus here, dann seid ihr befreit und ihr könnt euch auf das konzentrieren, was hier vor dir passiert. to tend your garden, Und kannst du deinen Garten pflegen. and to release that empathy and love. Und dann kannst du diese Empathie und Liebe freisetzen. You know, you can't call Olaf Scholz and make him change the mask mandate. Seht ihr könnt nicht einfach Olaf Scholz anrufen und sagen, hier, änder mal die Maskenpflicht. But you can call your sister who needs a call today, Aber du kannst deine Schwester anrufen, die heute diesen Anruf sicherlich dringend benötigt. I can't solve the growing civil war in Sudan, Und ich kann auch das Anwachsen des Bürgerkriegs in Sudan nicht stoppen. but I can encourage my friend to reconcile with his estranged children. Aber ich kann meinem Freund helfen, um seine Kinder wieder zu versöhnen, die so stark zerstritten sind. That's a civil war where I can help. Das ist ein Bürgerkrieg, wo ich helfen kann. Of course, I can pray for Sudan and must, Natürlich kann ich für den Sudan beten, but it cannot be a distraction from my garden. aber es sollte mich nicht ablenken von meinem Garten. I can't keep the glaciers from disappearing in the Arctic.
Ich kann's nicht aufhalten, dass die Gletscher in der Arktis schmelzen. But I can keep Scott from disappearing from the church. Aber ich kann mal zu Scott sagen, hey, warum kommst du nicht mehr zur Kirche? We haven't seen him in 4 weeks. Wir haben ihn schon seit 4 Wochen nicht mehr gesehen. I can call him up and ask how he's doing. Und ich nehme das Telefon und rufe ihn an und frage, was los ist. You see, that's where real joy is. Und seht ihr, da ist es, wo die wahre Freude ist. Because here in our little gardens we have an outlet for our empathy and our emotion and our love. Weil wir hier in unseren kleinen Gärten haben wir die Möglichkeit, diese Empathie und diese Liebe weiterzugeben. And what a testimony to the world around us. Und das ist dann ein Zeugnis für die Welt um uns herum. Look, we're not naive to the problems of the world. Nun, seht, wir wollen nicht naiv sein, wenn es um die Probleme in der Welt um uns herum geht. But I can't bear that burden. Aber ich kann diese Last nicht tragen. But I have a God who can. Aber ich habe einen Gott, der es kann. Our history is not ruled by chance, it's not ruled by nature. Unsere Geschichte wird nicht darauf geleitet vom Zufall und von der Natur. My God rules over the nations. Mein Gott regiert die Nationen. My God rules over Corona. Und mein Gott regiert über Corona. And I have the freedom to just let it go. Und ich habe die Freiheit, es einfach passieren zu lassen. And get to work in my little garden. Aber in meinem kleinen Garten zu arbeiten. For Him. Für ihn. So let me close by offering you a challenge. So, lasst mich nun schließen, wenn ich euch eine Herausforderung stelle. To join me for 1 week. Und macht das mit mir eine Woche. An experiment. Ein Experiment. To turn off the Gotesmaschine. Lass uns diese Gotesmaschine ausschalten. Not the whole phone. I know you need calendars and maps and all those things. But I need the news. Also nicht das ganze Telefon, ihr müsst ja auch telefonieren und ihr braucht den Kalender. Aber einfach die News, die Apps, die ihr nicht braucht, schaltet sie aus. The COVID apps. Diese Covid-Apps. RKI. Der RKI-News. Social media. Social Media. No news on TV. Keine Neuigkeiten im Fernsehen. No news in the car. Auch nicht im Auto beim Radio. 1 week. Eine Woche. That's hard. Das ist vielleicht schwierig, To give up that control. um diese Kontrolle loszulassen. But I tell you, you will find your attention going from out here to right here. Aber ich werde euch versprechen, dass eure Aufmerksamkeit von hier draußen zurück zu euch kommt. Here where we can have an influence. Und zurück zu euch auf dieses Gebiet, wo ihr Einfluss habt. Just watch your joy and watch your peace increase Und schaut, wie euer Friede und eure Freude anwächst. as you let God be God Und wenn ihr Gott sein lasst and you be faithful. und ihr treu seid. Next week, turn it back on again if you want. Und dann nächste Woche, dann schaltet es wieder ein. It's helpful to know the news. I understand that. I believe in that Es ist hilfreich, wenn man die Nachrichten kennt, to a degree. zu einem gewissen Grad. But let's let God be God this week. Aber lasst eine Woche lang Gott sein. And let's tend our gardens. Und lasst uns unseren kleinen Garten pflegen. And look for someone here that you can serve, that you can love, that you can be worried about. Und schaut auf jemanden, dem ihr hier dienen könnt, dem es nicht gut geht und der eure Hilfe braucht. For the sake of Christ and His kingdom. Für die Gnade Gottes in seinem Königreich. Amen. Amen.